Auch heute keine Entspannung in der Flüchtlingsfrage. Es wird gestritten über den richtigen Weg, über die richtigen Maßnahmen. Mehr und mehr Unzulänglichkeiten, Fehlverhalten, Pannen und Überforderungen treten zutage. Bekommen wir die Lage einfach nicht in den Griff? Also solange man letztendlich sich immer noch um die Wahrheit herumdrückt und eigentlich eher beschönigt, als die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, sehe ich eigentlich keinen Fortschritt. Und wenn Sie jetzt sehen, die Diskussion um das BAMF oder um die Ankerzentren, dass das wieder gegenseitig blockiert wird, habe ich große Sorgen, dass das so weitergeht. Wenn man jetzt denkt, das BAMF ist ja, wie man so schön sagt, nur die Spitze des Eisberges. Und hätten wir tatsächlich nur das Problem, dass 1200 Asylbewerber zu Unrecht Asyl bekommen haben, dann würden wir hier nicht sitzen. Also hier stimmt oder ist nach meiner Ansicht so eine Volksweisheit. Der Fisch stinkt vom Kopf her und dieser Kopf sitzt im Kanzleramt. Und nicht nur dort, sondern auch in den Parteizentralen und den Verbänden und zum Teil auch in den Medien. Also wir nehmen immer noch die tatsächlichen Herausforderungen und das, was schief läuft, nicht wirklich wahr. Bleiben wir noch mal einen Moment in Bremen, Frau Hirt, und gesagt, ich zitiere mal, wir fordern Flüchtlinge geradezu heraus, ihre Pässe wegzuwerfen. Unsere Verwaltungen seien mit dem Ansturm hunderttausender Flüchtlinge überfordert. Es müsse eine richtige Schubumkehr, hat sie gesagt, in der Flüchtlingspolitik geben. Hat sie recht? Natürlich hat sie recht. Aber deswegen, wenn wir diese Frage nach dem Rechtsstaat und dergleichen, oder wenn Sie sagen, es sind nur 480 Fälle und möglicherweise auch ein paar tausend, gehen wir mal davon aus, die werden überprüft. Selbst wenn das Asylverfahren abgelehnt wird, werden sie ja nicht ausgewiesen. Es kommen ja quasi jeden Monat immer noch mehr oder in 6 Wochen mehr, als das ganze Jahr über ausgewiesen werden. Wir sind in Deutschland immer noch das Land, das mehr Flüchtlinge aufnimmt als alle anderen 27 EU-Länder. Und wir haben nach wie vor den Grundsatz, wie er auch in unserer Verfassung steht, dass Leute, die aus sicheren Drittländern kommen, keinen Anspruch auf politisches Asyl haben, dass diese Grundregel aufgehoben ist. Und solange dies der Fall ist und wir quasi in dem Umfang immerhin neuen Zugang haben, wird das BAMF auch weiterhin überlastet sein. Und in diesem Grunddilemma, dass wir bereit sind, auch unsere eigene Verfassung und Dublin-Regeln anzuwenden, solange dies nicht stattfindet, werden wir aus dieser Problematik nicht herauskommen. Und wenn Sie sagen Rechtsstaat, es sind 370.000 Verfahren. Also solange wir auch die Möglichkeit haben, dass man immer wieder neu klagen kann und dass man letztendlich durch diese Klageinstanten sich dann 3 Jahre in Deutschland aufhalten kann und dann eigentlich ein Bleiberecht erwirkt, diskutieren wir eigentlich über eine Sparte, aber nicht über das Gesamtproblem. Frau Götter, Untersuchungsausschuss, wird es ihn geben und was soll er leisten? Also zunächst mal geht es nicht nur um Bremen, sondern es geht letztendlich um die Flüchtlingspolitik insgesamt. Und da muss man die Frage stellen, wie es dazu kam, aus welcher rechtlichen Grundlage die Kanzlerin eigenmächtig die Grenzen geöffnet hat, warum sie nicht wieder geschlossen wurden. Also es gibt eine ganze Reihe, was das Ganze kostet, welche Folgen das miteinander verbunden hat, wie unsere Asylverfahren sind. Also wer sich eigentlich jetzt, wie beispielsweise die Grünen, die sich ja als die große führende Oppositionspartei sehen, diesem Untersuchungsausschuss nicht zustimmen möchte, der sollte den Anspruch für Transparenz zu sein, dann auch ad acta legen. Also ich bin kein großer Freund von Untersuchungsausschüssen, aber wenn einer notwendig ist, dann dieser. Wenn ich darf, würde ich zuerst, ich komme gleich zum Untersuchungsausschuss, würde ich... Die Ursache sind wir selbst. Die sind wir zum Teil eben dramatischerweise selber. Also ich will vielleicht nur eine Zahl mal nennen. Na, ich meine jetzt aber nicht das, was Sie meinen. 1,5 Millionen, von den 1,5 Millionen Flüchtlingen, die in den vergangenen 2 Jahren zu uns gekommen sind, sind heute 959.000 Hartz-IV-Empfänger. Davon 560.000 Syrer, die ja offenbar hochqualifiziert waren, angeblich. Also solange dieses ist, dass Sie quasi, wenn Sie ein paar Jahre hier sind oder bereits nach 15 Monaten ein Asylbewerberverfahren haben, in derselben Art behandelt werden wie jemand, der 30 Jahre Beiträge bezahlt hat. Naja, aber Herr Burg, jetzt muss man doch mal sagen, jetzt wird es leider eine ziemliche Polemik, weil die Frage ist doch selbstverständlich, wenn jemand aus dem Bürgerkriegs, muss man doch dann darauf eingehen können, wenn jemand aus dem Bürgerkriegsstaat Syrien kommt,
dann ist es ungeachtet der Frage, ob er hochqualifiziert ist oder ob er sehr schwach qualifiziert ist, eine Notwendigkeit, wenn er denn in eine Situation kommt, wo er sein Einkommen nicht generieren kann, ihn mit Hartz IV zu versorgen. Das ist doch ein Mindestmaß der Humanität. Wenn Sie sagen wollten, wir schieben ihn noch unter Hartz IV, dann müssen Sie das deutlich sagen. Ja, genau. Das ist Ihre Meinung. So, also, aber das ist noch ein weiterer Punkt. Von diesen, die also dann hier sind, ist ein hoher Anteil, hat keine Ausbildung. Ja, Hartz IV bedeutet beispielsweise, dass ein Paar mit 2 Kindern bekommt 1986 €. Das heißt, es müsste brutto 2.540 € verdienen. Das heißt, in der Stunde 16 €, das Doppelte des Mindestlohns. Und das zum Teil ohne Qualifizierung. Also wovon eigentlich der Anreiz sein, dann hier zu arbeiten? Bei 3 Kindern wären es sogar 21 €, die sie in der Stunde verdienen müssen. Also diese Anreize, sie bekommen Wohnung, sie bekommen Verpflegung, sie bekommen Taschengeld, sie bekommen kostenlose gesundheitliche Versorgung. Und natürlich ist dies ein Anreiz. Das kann man den Menschen nicht einmal verdenken. Und solange sie diesen Anreiz haben und dann auch noch die Klagewege, dann muss man sagen, da braucht man sich nicht wundern und muss man die Frage beantworten, warum kommen quasi nach Deutschland so viele wie in anderen 27 EU-Ländern zusammen? Nach Studien ist das aber nicht der